Hallo und herzlich willkommen bei Brixbuilds. Heute bauen wir mit euch an unserer Trainworld weiter. Und zwar werden wir im Bereich des Bahnhofes den Bahnsteig weiter ausbauen. Dann werden wir bei der Drehscheibe uns die weitere Planung anschauen. Die Ausfahrten hierzu sind schon angedeutet. Im hinteren Bereich seht ihr eine gemockte Monorail. Hier werden wir auch die neue Streckenführung planen. Und zu guter Letzt bauen wir am Wasserturm weiter. Wir freuen uns auf euch. Viel Spaß! Als erstes kümmern wir uns noch um ein bisschen Automatisierung oder bessere Steuerung für die Trainworld. Und da haben wir hier die Weichen von TB, die von HA Bricks vertrieben werden in Deutschland. Der Vorteil daran ist, dass der Schaltmechanismus, vielleicht sieht man es, da steht eine Achse raus, da kann man von unten eine Achse durchschieben. Und dann kann man einen Servomotor dranhängen. Das ist einfach eine Umlenkung, die ich da gemacht habe. Die kann ich euch dann gleich noch genauer zeigen. Und über die kann man dann einfach eine Fernbedienung nehmen und das Ganze steuern. Und dann würde ich sagen, lassen wir noch einen Zug rangieren. Also ihr seht schon, das Ganze funktioniert echt gut. Und hier zeige ich euch jetzt noch kurz die kleine... Ups. Hier geht die Achse einmal durch. Und dann habe ich hier das kleine Gestell mit einer Umlenkung. Ich baue es euch noch mal kurz zusammen. Ist ziemlich einfach diesen Rahmen, den gibt es so von Lego mit 2 Zahnrädern drin, die Achse und dann oben in diese Aufnahme rein. Und dann eine kleine Befestigung für den Servo und Noppen für die Platte unten. Und das ist eben einer der Hauptteile von dieser Weiche, dadurch, dass man die auch von unten ansteuern kann und dann nicht hier viel verdecken muss, wie bei den Lego-Weichen. Und der andere Vorteil von diesen Weichen ist, dass die großen Kurvenradien hier genutzt werden, wodurch es einfach realistischer aussieht und auch besser ist zum Mocken, wenn man irgendwelche Züge mockt und da auch eben sehr auf Realismus geht. Und weil wir jetzt gerade schon bei der Weiche zum Bahnhof waren und hier immer noch der Bahnsteig so in der Mitte rumliegt und noch nicht ganz festgemacht ist, würde ich sagen, kümmern wir uns jetzt darum und begrünen das hier drüben noch ein bisschen. Ich habe jetzt mal hier den Bahnsteig eingebaut in der Mitte. Das ist genau dieselbe Technik wie beim letzten Mal auch. Und hier seitlich könnt ihr sehen, habe ich noch Technikstangen eingebaut, um das Ganze, also um die Grundplatte zu verstärken, damit die nicht durchknickt, wenn ich die hochhebe. Und ich hatte ja auch schon beim ersten Bahnsteig das Problem, dass hier zwischen eine Lücke ist. Und das versuche ich jetzt dieses Mal zu ändern, indem ich hingehe und 2 breite Platten hier einbaue und dann auch 2 Reihen von Fliesen vorne drauf mache. Und das probiere ich jetzt mal und gebe euch dann ein Update. Ich habe jetzt hier mal die 2 breiten Platten eingebaut und auch noch Fliesen drüber. Und jetzt ist hier die Lücke schön geschlossen. Und als nächstes fange ich dann hier an mit dem Begrünen und mit den Pflanzen draufbauen. Dann ist auch schon das ganze Begrünen fertig. Ihr seht schon, ich habe mir die zweite Platte genommen, um den Übergang hier schön zu gestalten mit den ganzen Pflanzen, dass hier keine Lücken entstehen. Und
Hier habe ich noch einen neuen Busch designt. Der nutzt die kleinen Blätter, sieht man es hier vorne, das sind die kleinen Blätter, die dann nach unten hängen. Hier sieht man noch eins. Einfach an den normalen Grasstücken aufgespießt, sage ich jetzt mal. Und dann vorne noch ein Blatt dagegen als Stopper, damit das Ganze hält. Und oben habe ich das Grasteil hergenommen, was die 6 Spitzen hat, nicht die 3 Spitzen wie an den Seiten. Und so entsteht dann oben die schöne Krone und unten läuft das Ganze dann spitz zu am Stamm. Und das ist dann nur oben ein Brick Modified, wo alle Grasteile drin hängen und dann die Blätter aufgespießt. Fast genauso wie an dem Busch, nur dass die Blätter oder diese 1x1 Punkte diesmal innen sind und verdeckt. Ihr seht auch schon hier oben eine Noppe und da zieht jetzt ein neuer Gast ein und darf den Bahnsteig direkt einweihen. Und der heutige Gast ist Brickman Little Brickman. Er hat einen tollen Instagram-Account, auf dem er reichlich Lego-Content postet. Der Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Als nächsten Punkt kommen wir zum Wasserturm in unserer Trainworld. Und zwar werden wir heute im unteren Bereich des Wasserturms weiterbauen. Ihr seht schon, ein Großteil ist schon mit einmal 2 Mauersteinen in Dark Red gehalten. Und hier sind aber noch Teile in der falschen Farbe mit verbaut. Die werde ich jetzt dann heute austauschen, damit es ein einheitliches Bild gibt. Vielleicht noch kurz ein paar Worte zum Aufbau des Wasserturms. Er besteht aus 8 Ecken. Und der Michi dreht mal kurz den Turm, damit wir euch auch den Aufbau zeigen können. Letztendlich gibt es hier 3 Befestigungspunkte, einen oben, in der Mitte und unten. Und über diese Punkte werden dann die einzelnen Module festgeklipst. Die dann noch offenen Lücken werden dann mit Paneelen bzw. mit Bricks und Fliesen geschlossen, so dass sich eine schöne, relativ homogene Oberfläche dazu ergibt. Soweit bin ich jetzt mit dem ersten Bauabschnitt fertig. Ich habe jetzt 3 Seiten des Wasserturms mal umgebaut bzw. von den Farben her angeglichen. Oben haben sich der Michi und ich gleich mal dafür entschieden, eine Paneele mit 1x2 in Weiß noch stehen zu lassen, um das Ganze hier farblich ein bisschen aufzulockern. Zusätzlich möchten wir noch vielleicht die ein oder andere Brick Modified mit einbauen und noch ein weiteres Detail in die Wand hineinbringen. Rechts vorne seht ihr ein paar Teile, die ich jetzt ausgebaut habe aus der falschen Farbe. Und die Lücke, die ihr noch seht, ganz klein, zwischen den einzelnen Elementen, die ergibt sich jetzt noch aufgrund der Tatsache, dass ich die Rückseite noch nicht komplett umgebaut habe. Von daher, wenn da die Spannung oder der Druck von der Rückseite auch kommt, dann sollte sich die Lücke noch weiter schließen, wobei ich es jetzt an sich nicht so schlimm finde. Soweit war es dann für diesen Bauabschnitt hier beim Wasserturm. Das Dach und das Obergeschoss kommt dann in einem der nächsten Trainworld-Updates und genau, wir stellen den Turm dann zurück auf die Platte. Dann kommen wir noch als letztes zur Monorail. Die wird später neben dem Bahnhof stehen, hier. Und hier kommt dann noch so ein kleiner Puffer hin und führt dann einmal an den Bahngleisen entlang. Geht dann hier leicht nach oben, hier hinter und dann einmal im Kreis. Und das Ganze wird so ein Berg oben, wo dann der Zug unten durchfährt und oben ist die Monorail. Und hier haben wir dann noch Platz und da wird dann wahrscheinlich auch die Abdeckung, diese Graffiti-Abdeckung vom Mockbuilder hier hinkommen. Hier seht ihr das Ganze jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel und dann würde ich auch schon sagen,
Vielen Dank fürs Zusehen, über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen.